Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die Illustratorin und Grafikdesignerin Henrike Ott und den Fotografen Bud Spencer verbindet nicht nur ihr Heimatbundesland Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch die Liebe zum Hip-Hop. Mit ihrem Buch Untergrund Platin, eine Reise durch Deutschlands Untergrund-Rap-Szene, machen sie 38 RapperInnen sichtbar. Nach 85.000 gefahrenen Kilometern zeigen sie die Orte, an denen die Musik entsteht und lassen die KünstlerInnen zu Wort kommen, die diese Szene am Leben halten. Fernab des Mainstreams und der Spotify-Charts. Ich spreche mit den beiden über ihre Arbeit am Fotoband. Was bedeutet ihnen dieses Buch? Warum hat es genau dieses Projekt gebraucht? Und was fasziniert sie gerade an Untergrundrap? Wie haben sie die RapperInnen pro Bundesland ausgewählt und warum haben sie sich für 2 verschiedene Buchcover entschieden? Was waren die größten Struggles, aber auch die schönsten Momente während der Entstehung des Buches? Wie haben sie das Projekt auch finanziell gestemmt? Und das für mich Spannendste: beide haben jedem Artist im Buch die gleichen 11 Fragen gestellt. Was wir daraus lernen können und noch viel mehr hört ihr in dieser Folge. Ganz viel Spaß! Untergrund Platin ist im Haus! Und damit ist auch der Ton gesetzt für das heutige Gespräch. Hallo, wie geht's euch? Was geht ab? Heute ist wirklich ein geschichtsträchtiger Tag. Ein geschlechtsträchtiger Tag, genau. Falscher Versprecher zur richtigen Zeit, wa? So, wie Moin, geht's? uns geht's gut. Ja, uns geht's gut. Ja? Nochmal zur Einordnung für alle Zuhörenden. Heute ist der 15.11. und auch genau heute ist euer gemeinsames Buch Untergrund Platin rausgekommen. Und wir halten es natürlich auch in unseren Händen. Olaf, du bist hiermit hochoffiziell der einzige Mensch, der neben mir bei jeder Folge oder bei jeder Aufnahme dabei war und der erste Gast, der zweimal hier im Podcast zugegen ist. Heute mit Verstärkung. Also kurze Referenz, wer Lust hat, kann gerne nochmal in Folge 3, richtige OG-Folge von Hip-Hop lebt, reinhören. Da war der Olaf nämlich alleine zu Gast, denn heute ist natürlich auch noch die wundervolle Henny mit dabei und da freuen wir uns sehr. Ja, danke für die Einladung. Wie fühlt es sich an, hier zu sein? Verrückt. So wie das ganze Release. Also bei mir ist es noch nicht so richtig angekommen. Olaf ist ja schon alter Hase, deswegen brauchen wir ja gar nicht fragen. Auch noch nicht so richtig angekommen, auf jeden Fall. Wir fangen wie immer an mit der Frage, die mein letzter Gast da gelassen hat, in dem Fall Toxic. Und die Frage ist, kann man super erfolgreich werden, ohne ein Arschloch zu sein? Auf jeden Fall. Oh, das glaube ich sehe ich anders. Aber Ich denke schon auf jeden Fall. Der Weg ist auf jeden Fall länger und steiniger, aber man kann auf jeden Fall Erfolg haben, ohne ein Arschloch zu werden. Denke ich, 100%. Viele gehen den einfachen Weg und vergessen ganz schnell die Leute, die ihnen halt geholfen haben, nach oben zu kommen, die sie halt gestützt haben, die ihnen Mut zugesprochen haben und gehen halt über Leichen, sobald sie die Scheine wittern. Aber ich denke schon, dass man auch so ans Ziel kommt, auf jeden Fall. Was sind deine Bedenken, Henny? ja, das kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie man Erfolg definiert. Aber ich glaube, um so richtig on top zu kommen, glaube ich immer, dass man auf bestimmte Art und Weise wahrscheinlich früher oder später seine Ellbogen ausfahren muss und dass das mit gewissem Verhalten verbunden ist. Aber genau, vielleicht auch nicht. Also, wie definierst du wer bin Erfolg? ich schon? Keine Ahnung. Ich bin nicht so erfolgreich. Von Doch, daher. ich finde schon. Wir haben beide ein Buch rausgebracht. Auf jeden Fall sind wir erfolgreich. Im letzten Gespräch, Olaf, habe ich dich gefragt, ob du dich selber als erfolgreich ansiehst. Und dann hast du gesagt, ja. Und da du kein Arschloch bist, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, es geht. Guck mal, also ich bin ja mittlerweile, habe ich ja diesen OG-Status, dass mich auch ganz viele junge Fotografen anschreiben oder mich ansprechen, wenn sie mich halt sehen irgendwo und wissen, wer ich bin. Und mich halt fragen, wie man erfolgreich wird. Und dann sage ich, definier doch erstmal Erfolg für dich. Und wenn sie dann anfangen und sagen, ja, sie wollen halt Geld verdienen und wollen halt reich werden, damit habe ich gesagt, okay, dann verkauf die Kamera, mach irgendwas anderes. Ich sage, wenn du morgens aufstehst und der erste Gedanke ist Bilder und der letzte, bevor du ins Bett gehst, ist immer noch Bilder, dann mach einfach das, was dir Spaß macht. Und irgendwann werden Leute dich sehen und werden sehen, mit welcher Leidenschaft du halt deine Arbeit verrichtest und werden dich dafür bezahlen. Schön gesagt. So, und dafür muss man kein Arschloch werden. Das stimmt. Unterschreibe ich. Okay. Cool, erste Frage abgefrühstückt und es soll nicht im Streit geartet. Super. Vielleicht geht's ja so weiter oder andersrum. Wenn ihr eure Reise mit dem Buch in einem Wort zusammenfassen müsstet, und ja, jeder hat eins, welches Wort wäre das? Pain. Hast du nicht gesagt? Pain auf jeden Fall. Pain? Ich glaube, bei mir wäre es Herausforderung. Ich würde es nicht so krass formulieren, was hat auch
aber es war nur ein Wort, deshalb bleibe ich dabei. Wenn ihr spoilern möchtet, was erwartet uns denn in Untergrund Platin und wieso gehört das Buch in jedes Bücherregal? Willst du? Ladies first? Ich finde, in dem Buch erwartet einem, also ich finde, das hat so viele überraschende Momente. Olafs Bilder feiere ich sowieso. Dankeschön. Das ist geil, wie auch jeder Artist in einem anderen Licht erscheint. Und auch die Interviewfragen, also mich haben die total überrascht und mich haben die auch einigen Leuten so nahe gebracht. Deshalb, ja, das Buch steckt voller Überraschungen. Ich glaube einfach, so ein Buchkonzept gab es noch nie. Also ich glaube, wir waren die Ersten, die ein Buch gemacht haben, das so aufgebaut ist wie unser Buch. Wie ist es denn aufgebaut? Also wir haben uns aus jedem Bundesland einen männlichen und einen weiblichen Rapper rausgesucht. Bedingung war halt, dass die Künstler oder Künstlerinnen halt noch nicht im Mainstream angekommen sind, sondern im Untergrund, wie der Name halt sagt. Oder aber auf dem Sprung vom Untergrund nach ganz oben. Und ich habe in meiner Funktion als Fotograf jeden Künstler dort besucht, wo er herkommt. Also wir haben nicht gewartet, bis die Leute nach Berlin kommen, sondern im Buch steht, glaube ich, 70.000 Kilometer, aber mittlerweile waren es, glaube ich, 85.000, die ich in 1,5 Jahren durch Deutschland gefahren bin. Also ich war in allen 16 Bundesländern, in manchen Ländern halt 2-mal, 3-mal, 4-mal. Habe die Künstler halt vor Ort mir vor die Kamera geholt, da wo sie arbeiten, ihren Lebensunterhalt bestreiten, mit ihren Freunden chillen, wo sie ihre Mucke aufnehmen. Und habe halt so ganz intime Momente eingefangen, weil, also es ist ja schon ein sehr, sehr persönlicher Moment. Wenn ich überlege, ich würde nicht jeden Fremden halt irgendwie durch meine Hut führen und dem so ganz persönliche Spots aus meiner Kindheit oder aus meinem Leben zeigen. Und ich glaube, das macht das Buch schon besonders. Und also ich bin ja sonst immer sehr, sehr kritisch, was meine Bilder angeht, aber da gebe ich Henny recht. Also mir ist es auf jeden Fall gelungen, mich nicht zu wiederholen in den Bildern. So, also ich habe es irgendwie geschafft, halt 38 Artists wirklich in unterschiedlichsten Situationen irgendwie darzustellen. Und genau, und eigentlich sollte es ein reiner Bildband werden, wie du weißt, weil du warst ja genau bei der Idee halt dabei, als sie geboren wurde. Und mir ist aber nach dem ersten Shooting aufgefallen, wenn ich mir selber ein Buch kaufe, ein Bildband, dann sage ich halt nach der 2. oder 3. Seite, okay, Digga, reicht jetzt auch wieder mit den Bildern. Also es wird schnell langweilig irgendwie. Und dann kam halt ganz schnell die Idee, okay, wir stellen jedem Künstler eigentlich die gleichen 10 Fragen. Und das aber weil du nicht zählen kannst? Ja, genau, weil wir beide nicht zählen können. Genau. Ich glaube, bei dem vorletzten Künstler habe ich dann irgendwann gesagt, ich sage, Henny, ich habe mal die Fragen durchgezählt, wir haben jedem Künstler 11 Fragen gestellt. Großartig. Und mir war halt wichtig, dass man, heutzutage redet ja jeder von Fitna, von Beef, so Leute haben halt dieses Unfallsyndrom, so je schlimmer eine Geschichte, desto mehr Leute klicken halt drauf. Und für uns war irgendwie wichtig, dass wir den Künstlern schöne Fragen stellen. Fragen über Motivation, Inspiration, über den Soundtrack, ihre Kindheit und Jugend. Und du weißt, meine alles entscheidende Frage, wann sich die Künstler halt in Hip-Hop verliebt haben. Und die Antworten sind wirklich wunderschön geworden. Ich habe halt jeden Künstler interviewt und habe es mit Sprachmemo aufgezeichnet. Und leider mussten wir die Interviews sehr, sehr einkürzen. Und Henny hat die Interviews gehört und war, glaube ich, bei einigen sehr, sehr gerührt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das hat was mit mir gemacht. Da waren so einige KünstlerInnen dabei, die mir vielleicht nicht so sympathisch waren auf den ersten Blick. Wer denn? Aber dann habe ich das Interview gehört. Heute, ja? Heute machen wir Name-Dropping, oder was? Ich glaube auch, Olaf hat wahrscheinlich nicht bei jedem, das ist ja auch eine Sympathiefrage, aber bei einigen, die ich jetzt im Kopf habe, einfach so ein Vibe ausgelöst, weil die sich gut verstanden haben. Und die Personen haben sich dann einfach anders geöffnet, als ich die so kannte, weshalb die mir sympathischer waren. Und auch an sich, ja, es gab schöne Geschichten. Das war schon besonders. Ich hoffe, dass das irgendwie rüberkommt in den gekürzten Interviews. Wir gehen nachher ja noch ein bisschen in die inhaltliche Tiefe, weil darüber möchte ich unbedingt sprechen, wie ihr das entschieden habt, welcher Künstler, welche Künstlerin jetzt dabei ist, ob es da halt auch ein bisschen Streitigkeiten gab und auch ein paar schöne Geschichten zum Buch. Aber jetzt mal vorab, du hast ja eben schon gesagt, Olaf, deine allumwobene Frage ist immer, wann hast du dich in Hip-Hop verliebt und wie hast du dich in Hip-Hop verliebt? Und du hast bei unserem letzten Gespräch gesagt, dass Hip-Hop dein persönlicher Lebensretter war. Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn bei dir, Henny? Hat Hip-Hop auch so eine große Rolle in deinem Leben gespielt oder wie bist du dazu gekommen? Also in meiner Jugend tatsächlich nicht. Da vielleicht auf jeden Fall durch MTV, Fujis, Hamburger Deutschrap und so. Dann kam so die Agro-Berlin-Phase, da war ich raus, da konnte ich gar nicht mit relaten.
Und dann kam ich später erst im Studium durch meinen damaligen Freund, der auch den Platin-Schriftzug auf unserem Cover gemacht hat. Shoutout, Gunnar. Der hat mich so ein bisschen an Hip-Hop rangeführt, weil der auch gerappt hat, der hat gemalt. Und da hat es eigentlich angefangen. Also das war so mein Initialmoment. Und dann hat es mich auch nicht mehr losgelassen. Also für mich ist das seitdem auf jeden Fall schon ein richtig großer Teil. Man kennt deine Illustration ja vor allem von 365 Female MCs und auch dem legendären letzten Cover der Juice. Oh ja. Stimmt. Ja, ich vergesse auch manchmal Sachen. Stimmt. Ja, Legende. Ab jetzt Ja, Legende, weil letzte Cover Vorher halt. Wie wichtig ist dir denn die Förderung von Frauen und generell die Entwicklung, die die Deutschrap-Szene jetzt durchlaufen ist? Was macht das mit dir? Ja, ich finde es geil. Also ich nutze jede Gelegenheit, die sich mir bietet, um Frauen eine Plattform zu geben. Das hat aber auch der entscheidende Move, weshalb ich bei dem Blog teilhaben wollte. Und ich finde, Frauen haben ihren Platz verdient und ich möchte dafür da sein. Und wenn ich das kann, dann bin ich das. Und deshalb habe ich auch das Buchkonzept gefeiert, weil wann ist das schon mal so gleichberechtigt verteilt? Ja. Der Buchtitel Untergrund Platin ist ja ein Widerspruch in sich. Was hat euch denn zu dem Titel motiviert und inspiriert und was bedeutet der für euch? Naja, eigentlich hatten wir einen anderen Titel fürs Buch ursprünglich. Hip-Hop lebt war halt der ursprüngliche Titel. Genau. Das heißt einfach alles Hip-Hop lebt jetzt. Genau. Den wir dann aber, wo wir gesagt haben, okay, die Nähe zum Podcast wäre einfach zu groß. Ja. Und deswegen, der Grund für dieses Buch ist Heliocopter gewesen. Shoutout. Auf jeden Fall, Shoutout. Und ich bin irgendwann, bevor diese Idee geboren wurde, auf Spotify unterwegs gewesen und bin dann irgendwann auf seinen Spotify-Account gekommen und dachte so, 1000 monatliche Hörer, bin irgendwie ein paar Mal auf Aktualisieren gegangen, weil ich dachte, da stimmt doch irgendwas nicht. Der Typ rappt wie ein Maschinengewehr, ist ein Energiebündel und ist wirklich unique. Also ich kenne niemand in Deutschland, der so rappt wie Heliocopter. Und ich dachte, so sind die Leute dumm, warum peilen die das nicht? So, und dann haben wir ja zusammen im Burgeramt gesessen und haben überlegt, was können wir machen, um im Rahmen unserer Möglichkeiten Künstlern, die wir feiern, zu etwas mehr Reichweite zu verhelfen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin Fotograf, ich könnte Bilder machen. Okay, was machen wir dann mit den Bildern? Lass ein Buch machen. Okay, machen wir halt ein Buch, genau. So, und dann, Helio hatte halt ein Collabo-Album mit Figup, was halt Untergrund Platin hieß. Und ich finde, selbst wenn die Künstler, heutzutage redet ja jeder von Reichweite, von monatlichen Hörern, von Followern und ein Künstler wird danach gemessen. Aber ich finde, gerade im Untergrund werden die Künstler halt noch nach Skills gemessen. So, und ich finde, wir haben ein Buch, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir haben auf jeden Fall 38 der talentiertesten und zurzeit halt angesagtesten Künstler im Untergrund. Und von daher war der Name auf jeden Fall passend. Für uns sind die Künstler Platin. Ja, unterschreibe ich. Mhm. Ist denn Skill im Untergrund für dich und euch die einzige Währung, wenn man es Nein. eben nicht an Klicks bewerten kann? Ich finde, da kommen so ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Performance ist wichtig, Skills sind wichtig, die Beat-Auswahl ist wichtig. Also für mich persönlich. Und natürlich auch, hat der Künstler eine Geschichte oder so. Ich will das nicht Image, sondern hat der Künstler einfach eine Geschichte zu erzählen. Genau. Und das sind für mich Sachen so, die für mich entscheidend sind. Aber nicht nur im Untergrund, sondern also generell, wenn ich Musik in meine Playlist packe oder Musik halt höre, dann geht es in erster Linie um diese Faktoren halt. In eurem Buch habt ihr ja, wie ihr selbst sagt, versucht, die Essenz des deutschen Untergrundraps einzufangen. Wie würdet ihr denn diese Essenz in wenigen Worten beschreiben? Also worum geht's denn, wenn man es nicht fühlen kann? Das steht da drin? Es stand auf jeden Fall irgendwo. Ja, genau. Irgendwo, genau. Hast du Sheet nicht gelesen? Ich glaube, wir haben einfach versucht, also so bin ich an die Sache rangegangen, eine möglichst große Bandbreite zu zeigen. Querschnitt, genau. Weil mir passiert das richtig häufig, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, die keine Hip-Hop-Fans sind und ich erwähne, dass ich Hip-Hop-Fan bin und dass ich sehr viel Deutschrap auch höre, dann sind immer alle so, du hörst Hip-Hop. Oder machen irgendwelche komischen Moves so.
Nee, Aus deiner Generation vor allem, ne? Ja, genau, die weil Dad-Jokes. einfach immer alle so die Mainstream-Mucke kennen und eigentlich keiner weiß, was für Perlen sich, ich weiß nicht, ob ich es immer Untergrund bezeichnen würde, aber im Hip-Hop befinden. Und wenn man dickt und sich Mühe macht, dann findet man so gute Musik. Und deshalb, Ich finde auch so, Essenz würde ja bedeuten, dass wir schon den Anspruch auf Vollständigkeit hätten. Aber wir haben halt nur 200 Seiten Platz gehabt, so. Es gibt sicherlich bestimmt noch 10 andere Künstler, vielleicht sogar 15 oder 20, die wir liebend gerne mit ins Buch reingenommen hätten. Einige hatten keinen Bock, andere hatten keine Zeit. Und bei den dritten oder vierten ist es irgendwie nicht dazu gekommen, weil man sich zeitlich irgendwie nicht einigen konnte oder weil quasi für das jeweilige Bundesland schon ein Künstler gefunden war. Und also wie gesagt, dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und jeder Untergrundkünstler, der halt nicht drin ist, kommt vielleicht dann irgendwann im zweiten Teil vor. wenn wir die Enzyklopädie machen. Genau, richtig. Olaf, du hast in unserem Gespräch vor ziemlich genau 2 Jahren, Dezember 22 war es, haben wir ja das Buchprojekt gemeinsam angekündigt. Was ist denn seitdem alles passiert? Boah. Wie viel Zeit haben wir? So viel wie wir wollen. Okay. Also genau, 22 glaube ich, wir haben uns glaube ich im Juni oder im April irgendwie kennengelernt auf der Louvre. Nee, das war im Februar. Oder im Februar so, ja genau. Und dann haben wir glaube ich im Sommer uns irgendwann im Burgeramt getroffen und haben quasi diese Idee ausgesponnen. So, und dann war die Künstlerauswahl, dann wurden glaube ich auch schon mal die Fragen irgendwie so lose definiert, ne? Und ich glaube, als wir uns im Dezember 22 zum Podcast getroffen haben, war auch noch kein Künstler geshootet, noch gar nichts. Ne? Das war quasi nur eine Idee, die wir hatten. So, und dann bin ich halt irgendwie auf Sponsorensuche gegangen, weil ich gesagt habe, ich mache dieses Projekt halt nur, wenn man zumindest irgendeinen Partner findet, der daran glaubt und das Ganze unterstützt. Und keine Ahnung, so, als ich es dann irgendwie ausgesprochen habe, sind von links und rechts, so als ob das so sein sollte, haben sich so viele Sachen ergeben. Zum Beispiel ein sehr, sehr guter Freund, den ich auch seit 25 Jahren kenne, hat eine große Spedition bei uns in der Gegend. Und der ist aktiv auf mich zugekommen und hat gesagt, ey, ich verfolge deinen Weg als Fotograf schon seit einigen Jahren und bin stolz auf dich, was aus dir geworden ist. Und ich hätte irgendwie Bock, ein Teil davon zu sein, dich zu unterstützen. Und er meinte, ich könnte jetzt einen Umschlag geben mit Geld, aber am einfachsten wäre es, ich stelle dir ein Auto hin mit einer Tankkarte. Und das war Jackpot auf jeden Fall. Das Hip-Hop-Mobil war geboren. Das Hip-Hop-Mobil war geboren, ja. Und so sind halt überall halt irgendwelche Türen aufgegangen und Sachen haben sich ergeben. Dann ziemlich zum Ende von dem Projekt ist dann halt Spectre auf mich zugekommen und hatte dann halt noch einen Sponsor, die geklärt für uns mit Weed.de, die dann quasi den Großteil der Druckkosten übernommen haben. Und das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel erleichtert. Und es war natürlich so, guck mal, ich habe mir die erste Kamera, glaube ich, 2008 gekauft. Ich glaube, da haben wir vor 2 Jahren auch drüber geredet. Bin dann jahrelang quasi nur aus Jux und Dallerei und einfach nur aus Liebe durchs Land gefahren und habe mir halt Künstler vor die Kamera geholt, die ich gefeiert habe. Man hat sie auf Facebook angeschrieben, auf Instagram angeschrieben und es gab halt kein Geld dafür, weißt du? Und auf jeden Fall hat man sich dann irgendwie über die Jahre halt so ein gesundes Netzwerk irgendwie erarbeitet, zu dem auch viele Künstler gehört haben. Mit den Künstlern habe ich dann natürlich angefangen, die man kannte. Und dann weißt du ja, wie es ist. Wenn du dann irgendwie 10 Künstler auf deinem Instagram-Account hast und du schreibst den 11. an und der fragt, wer ist denn alles dabei? Und du sagst, guck dir mal die Seite an. Und dann kam immer nach 2 Minuten irgendwie, ach krass, der ist dabei, die ist dabei. Na klar bin ich dabei. Und viele Künstler haben dann auch uns quasi Türen geöffnet. Oder du ja zum Beispiel auch, die dann halt Enoch zum Beispiel angeschrieben hat, oder DOS9 halt angeschrieben hat, genau. Ja. Dann hast du ja aber Henny auf dem Splash kennengelernt, weil wir beide ja gesagt haben, das ist nicht mehr unser gemeinsamer Weg, weil es auch einfach, also es war einfach ein Gefühl, ne? Und ich weiß nicht, ob du da erzählen willst, wie dein Gefühl war, als das so ein bisschen auseinanderging, aber weil dann kam ja Henny erst ins Spiel. Ja, genau. Und das war ja God's Plan, glaube ich. Aber magst du erzählen, was da auch so der Switch war? Genau, wir hatten die Idee beide und dann ist ja dein Podcast-Projekt so richtig angelaufen und auch, glaube ich, links und rechts dann so mit deinen Event-Geschichten und Artist-Geschichten so. Man hat irgendwie das Gefühl, dass bei dir wirklich so wöchentlich oder täglich gab es irgendwelche geilen Neuigkeiten irgendwie und das ist irgendwie abgegangen auf jeden Fall. Also du warst plötzlich,
Ja, doch. Also fand ich schon so. Ey, ich bin auch stolz auf dich. Voll. So. Ich frage auch gar nicht, weil ich jetzt irgendwie, ich war von Anfang an dabei. Nein. Sondern mir geht es wahrscheinlich eher darum, dass ich sagen will, wir haben diese Idee gemeinsam ausgearbeitet. Und dann war aber, und ich finde, das ist worth sharing, dass wir dann aber halt entschieden haben, okay, aber wir gehen den Weg nicht weiter und nicht bis zu Ende und trotzdem sind wir Freunde geblieben. Na klar, natürlich. Und keiner hat jetzt irgendwie hasst sich. Genau, und Henny also hat das perfekt komplettiert. Es ist so, also ich bin so emotional heute. Es ist so ein tolles Buch geworden. Ich bin so stolz auf euch beide, wirklich. Ja, danke. Dankeschön. Dass ich aber weiß auch, dass es damals ein krasser Downer war, als ich ja auch begründet habe, dass es zu viel Aufwand ist, dass es zu viel Kommunikation ist, auch zu viel kopfig auch einfach, ne? Und ich weiß, dass du mir gegenüber saßt in einem Café und gesagt hast, ja, es sind nur ein paar E-Mails, wie zu viel Aufwand. Und ich habe gesagt, pass auf, wir sprechen uns in einem Dreivierteljahr nochmal wieder. Und der Anruf kam und du hast was gesagt? Es war auf jeden Fall, ich habe es unterschätzt, habe ich gesagt, genau. Auf jeden Fall, ich habe dich angerufen, genau, und habe dir gesagt, lass uns treffen. Und dann haben wir uns getroffen, genau, ich glaube, im Wedding war es, glaube ich, in so einem Café, genau. Ja. Und dann habe ich halt zu dir gesagt, dass ich halt diesen Traum in mir habe, seitdem ich ein kleiner Junge war. Und dass dieser Traum mich einfach nicht loslässt. Ich will halt dieses Buchprojekt machen und das quasi jetzt hat sich alles so angefühlt, als wenn es genau jetzt passieren soll. Und aufgrund deiner 1000 Tätigkeiten, die du nebenher noch hattest, musste ich halt manchmal auch ein bisschen länger warten, so auf Sachen. Und dann habe ich zu dir gesagt, ey Julia, guck mal, ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben und ich bin froh, dass wir Freunde geworden sind. Lass uns doch an dieser Stelle halt reicht jetzt auch. Genau, lieber halt diesen Business-Aspekt halt, du machst dein Ding, ich mach das Buchprojekt weiter. Und wir bleiben halt Freunde, weißt du? Ja. Und das war im Nachgang auch die beste Entscheidung. Und ich meine, du warst ja auch nicht komplett raus. Immer wenn ich Fragen hatte, habe ich dich angerufen. Oder wie gesagt, wenn ich die Nummer von irgendeinem Künstler haben wollte oder so. Aber da gebe ich dir recht, also diese Künstlerkommunikation, also die habe ich komplett unterschätzt auf jeden Fall. Ich kam mir zwischendurch vor wie so ein A&A, der im Normalfall, glaube ich, bei einem Label 4 oder 5 Künstler hat. Ich hatte zwischendurch 38 Künstlerinnen unter mir. Mhm. Oder halt, die ich betreuen musste, auf deren Befindlichkeiten ich eingehen musste. Und das war wirklich... Und dann kam die gute Henny ins Bild. Ja, auf jeden Fall. Die du auf dem Splash kennengelernt hast. Die Saga sagt durch Vanessa Seifert. Natürlich. Ich glaube, das stimmt auch. Also nicht durch Vanessa, sondern Vanessa hat, glaube ich, im Regen mit Felina zusammen quasi so einen Panel-Talk gemacht zu ihrem Buch. Und du standst, glaube ich, im Publikum und hast dann irgendwie... Und wir kannten uns, glaube ich, vom Burgeramt irgendwie schon. Und da haben wir es, glaube ich, das erste Mal irgendwie, hallo, hi... Ja, Vanessa hat uns mal vorgestellt auf dem Splash, glaube ich, in dem Backstage-Bereich. Da haben wir uns kennengelernt. Aber ob ich bei dem Buch mitmachen will, das hast du mich später ganz erst spontan später gefragt. Ja. Also da wusste ich, also das kam auch so aus dem Nichts, oder? Was war denn der Grund, warum du dachtest, Henny ist die Richtige, auch weil sie aus MacPom kommt? Oder was hat dich überzeugt? Erzähl doch mal. Erstmal ihre Arbeit so. Ich meine, wir sind uns dann gefolgt auf Instagram. Ich habe ihre Arbeit gesehen, so mochte ihre Sachen irgendwie alle als Illustratorin. Wusste halt, dass sie Hip-Hop liebt oder Deutschrap auch. Und hatte irgendwie so ein Bauchgefühl und dachte, ey, ich frage sie einfach. Und wie man jetzt an dem Buch sehen kann, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das mit dir zusammen zu machen. Ja, danke. Cute. Wie kann ich mir denn eure Zusammenarbeit vorstellen? Top. Danke. Und so im Die Alltag? Hat wirklich, also ich glaube, wir waren von Anfang an, ich habe so empfunden, da war so eine krasse Sympathie und ich habe mich sehr verbunden gefühlt Olaf gegenüber. Und deshalb war auch das Buchprojekt, auch wenn es anstrengend war, irgendwie ist das so wortlos oder wortlos nicht. Ne? Wir haben viel kommuniziert, aber wir mussten nicht viel darüber kommunizieren, wer was macht und wie was abläuft. Das war so ein natürlicher Prozess, hatte ich so das Gefühl. Ich glaube, so ganz viel hat es auch mit gegenseitigem Respekt zu tun, so vor der Arbeit. Und auch so ein Urvertrauen. Irgendwie, ich wusste, wenn ich Henny sage, du bist für das Layout zuständig, ich mache die Bilder, dann wusste ich irgendwie tief in mir, dass ich da nicht jetzt irgendwie nochmal nachjustieren muss und dass es einfach geil wird. So, und das war, glaube ich, auch bei Henny so. Also ich wusste, dass sie halt meine Bilder irgendwie feiert und ich habe ihr dann auch irgendwie meistens so einen Ordner rübergeschickt, so mit 20, 25 Bildern und dann ihr auch so die freie Entscheidung. Also ich habe gesagt, okay, ich habe die Bilder gemacht,
du wählst die Bilder aus, die ins Buch reinkommen und dann haben wir uns dann nochmal abgestimmt. Und meistens hat ihre Auswahl gesessen. Also ich glaube, es gab 1, 2 Sachen, so, wo ich dann gesagt habe, ey, kannst du das Bild vielleicht nochmal austauschen, aber, oder? Ja, das stimmt. So, und cool war auch so, dass ich bin ja immer so ein emotionaler Typ, so, der dann halt auch, also ich glaube, Henny musste dann manchmal auch so meine emotionale Mülltonne spielen irgendwie, so. Ja. Ey, manchmal habe ich sie angerufen und habe gesagt, ey, was soll das, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und dann, sie war quasi der Ruhepol in der ganzen Arbeit an dem Buch und hat mich dann schnell auch wieder geerdet, hat gesagt, ey, guck doch mal, vielleicht ist gerade das und das und vielleicht liegt es da und daran. Und hat es dann irgendwie geschafft, so dass ich dann wieder so ein bisschen runtergekocht bin und dass wir halt weitergemacht haben. Und nochmal, wenn man das Buch jetzt sieht, also es ist wirklich immer noch surreal für mich, dass wir jetzt wirklich ein Buch gemacht haben. Und ich finde, man sieht dem Buch nicht an, so was wir für Struggles hatten auf dem Weg. So. Also es ist einfach ein wunderschönes Werk geworden und danke dafür. Ja, danke. Wie seid ihr denn mit unterschiedlichen Perspektiven umgegangen, die es bestimmt ja gab im Laufe des? Du meintest ja schon, manche KünstlerInnen waren dir nicht so sympathisch auf den ersten Blick oder vielleicht sind auch Arbeitsweisen anders. Ne? Man frickelt sich ja da auch irgendwie rein über so einen Zeitraum von einem Jahr, 1,5, wo man an so einem Projekt arbeitet. Wie war das oder was waren vielleicht auch fundamentale Diskussionen, die ihr immer hattet? Oder? Kannst du? Also das Konzept vom Buch war ja eigentlich binär. Also die Hälfte Rapper und die andere Hälfte Rapperinnen. So, dann kam von Henny halt der Vorschlag, ja, es gibt halt auch non-binäre Künstler. So, und da habe ich mich zuerst so ein bisschen dagegen gesträubt, irgendwie, aber gar nicht mal, weil ich jetzt irgendwie so eine Abneigung dagegen hatte, sondern weil es für mich komplett irgendwas Fremdes war. So. Und dann hatten wir zum Beispiel Lila Sophia angeschrieben. Und sie hat uns dann eine Mail zurückgeschrieben und die war ein wenig unglücklich formuliert und ich habe mich dadurch getriggert gefühlt. Und da gab es dann so ein bisschen so eine kleine Diskussion auf jeden Fall. Und im Nachgang muss ich sagen, Gott sei Dank haben wir dieses Shooting durchgeführt und Gott sei Dank bin ich nach Hamburg gefahren, um mich mit ihr zu treffen, weil das war wirklich eines der schönsten Shootings. Und ich habe ihr dann auch beim Shooting halt erzählt, ich habe gesagt, ey, ich hatte wirklich Angst vor diesem Shooting, weil ich dachte, weil die Mail schon so ein bisschen fordernd war. Worum ging es denn in der Mail? Was war denn der Ja, wir sollen eine Genderberatung machen, wir sollen sämtliche Pronomen im Buch ändern und Nee, so war das nicht. Die Mail war eher so aus so einem aus einer aktivistischen Intention heraus. Wie schaffe ich es, dass noch mehr Leute eine Plattform in diesem Buch bekommen, die vielleicht auch non-binär sind oder die trans sind. Und deshalb hat sie zum Beispiel andere KünstlerInnen vorgeschlagen. Und das empfand Olaf als übergriffig, was ich auf eine Art auch verstehen kann. Und sie hat Sachen empfohlen, wie zum Beispiel so Sensitive Reading. Oh, ich bin unsicher, wie man es nennt, aber man hätte das Buch natürlich die allgemeinen Texte auch noch so einer Art von Sensibilisierung unterziehen können. Das waren die Dinge, die sie angesprochen hat, genau. Und sie hat schon gesagt, in dem ersten Absatz war drin, dass sie hat uns jemand empfohlen, quasi, der uns in Sachen Gendern halt irgendwie beraten kann oder so. Und also es war jetzt nicht irgendwie so, ja, vielen Dank für die Anfrage, sondern sie kam gleich so. Und das hat mich getriggert auf jeden Fall. Aber wie gesagt, im Nachgang bin ich unendlich dankbar dafür, dass ich halt nach Hamburg gefahren bin. Und es war wirklich eins der schönsten Shootings. Wir hatten sehr, sehr schöne Gespräche. Die Bilder sind sehr, sehr schön geworden auf jeden Fall. Und das war auf jeden Fall, also aus meiner Sicht, das war so ein Punkt, wo es Diskussionen gab oder wo wir halt. Wie habt ihr euch denn dann mit der Künstlerin wieder angenähert? Weil es ja schon so, ne, sie sagt was, du fühlst dich krass getriggert, das hätte ja auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Also wie habt ihr dann so Common Ground gefunden von, sie hat trotzdem Bock und du fährst dahin? Henny hat die Mail beantwortet. Ja, ich habe die Mail beantwortet, so. Genau. Ich habe Olaf nur informiert, wie bestimmte Sachen abgelaufen sind, aber ich fange dann solche Sachen ab und das ist auch okay für mich, weil ich weiß, dass das auch ein sensibles Thema ist für manche Leute und dann versuche ich zu vermitteln und das habe ich hoffentlich ja in diesem Fall ganz gut hingekriegt und Dream Team. Dann ist es daraus entstanden. Und ich weiß auch noch, dass Olaf, auch wenn er es gerade schon mal erwähnt hat, ich war auch unsicher, wie das dann wird, das Shooting, weil man muss ja auch
einen gewissen Vibe haben. Ja, das auf sieht jeden man Fall. in den Bildern auf jeden Fall. Und danach haben wir telefoniert und Olaf war so happy. Er meinte so, das war eins der schönsten Shootings, das ich hatte und das hat mich besonders Und vor allen Dingen habe ich sie dann auch verstanden, weil ich habe ihr davon erzählt dann beim Shooting und dann meinte sie halt, dass sie quasi so forsch reagiert hat auf die Anfrage, weil sie ganz, ganz oft so von Veranstaltern halt Anfragen bekommt für Festival oder für irgendwelche Events und die dann quasi immer sagen, ja, seid doch froh, dass ihr sichtbar gemacht werdet. So. Also als ob man irgendwie so aus Mitleid die Leute einlädt. Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, ey, das war überhaupt nicht unsere Intention so, sondern im Gegenteil, wir feiern deine Musik und wollten dich genau aus diesem Grund halt in dem Buchprojekt drin haben. Und weil wir halt wussten, dass es halt eigentlich ein binäres Konzept war und wir unsicher waren, haben wir dich einfach gefragt. Ich glaube, wir haben sogar in der Mail geschrieben, wie wir halt Platz machen können für sie, ne? In dem Buch, genau. Ja, Schön, dass ihr das überwunden habt. Ja. Genau. Gab es gar nicht so viele Sachen zu überwinden. Oder? Fand ich auch. Ja, also. Wie habt ihr denn die Entscheidung getroffen, wer ins Buch kommt? Wo wir gerade bei Künstlerinnenauswahl sind. Ich glaube, die Vorauswahl haben wir ja gemacht, zusammen. Genau, also die ganz grobe erste Auswahl, Tabelle. Genau. Ja. Ich habe gesagt, es braucht eine Tabelle, weil du so, nee, wir schreiben einfach alle runter. Ich so, nee, bitte nicht. Das geht doch unter. Genau, und die habe ich ja dann dir übergeben sozusagen. Und dann ist ja aber noch einiges passiert. Also wie wurde dann final, weil wir hatten ja keinen gesetzt. Wir hatten ja nur so, das sind irgendwie jetzt 5, 6 Optionen pro Bundesland. Bei manchen Bundesland gab es natürlich auch weniger, bei manchen viel mehr, wenn es so Ballungsgebiete waren wie NRW oder so. Aber wie habt ihr dann wirklich final, die sind gesetzt und wenn die wollen, dann kommen die ins Buch? Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass das auch geschlechterabhängig so richtig aufgeteilt war. Ne? Also ich habe eher viele Frauen vorgeschlagen, einige Männer auch. Und das gab gar keine Diskussion, hatte ich gar nicht das Gefühl. Also wir haben darüber gesprochen, warum wir jemanden vorschlagen. Und wir haben darüber entschieden, je nachdem, wie divers dieses Buch aufgestellt werden soll und ob wir die Mucke feiern oder halt nicht. Ich stelle es mir so schwer vor, weil diese Szene ist ja auch eine dysfunktionale Familie und dann ist bestimmt doch gekommen, warum ist der jetzt da drin und warum bin ich nicht da drin und bla bla bla. Wie hält man dem auch stand? Weil ihr habt halt, wie du ja gesagt hast, 200 Seiten, 38 KünstlerInnen, also es ist ja sehr begrenzt von der Anzahl. Du hast pro Bundesland halt nur einen, außer in Berlin habt ihr eine kleine Ausnahme gemacht. Wie hält man da dagegen und bleibt auch bei seiner Entscheidung und lässt sich nicht bequatschen? Na, indem man halt sagt, dass wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, sondern dass wir quasi nur begrenzt Platz haben in dem Buch und uns deswegen halt für bestimmte Artists halt entschieden haben, genau. Und manchmal muss man ja auch sagen, war es dann einfach so, dass wir, dann hatten wir halt schon einen Künstler oder eine Künstlerin und dann kam noch eine zweite Option und manchmal, also ich habe persönlich so bei 1, 2 Künstlern auch so, oh scheiße, Alter, der hätte jetzt auch noch super mit reingepasst, so, aber ja, wir haben dann einfach den Punkt gemacht und haben es dann quasi dabei gelassen. Es gab auch Bundesländer, wo es halt schwieriger war, jemanden zu finden. Zum Beispiel in MacPom haben wir wirklich ewig gesucht und dann durch einen Zufall, ne, sind wir auf Jinjitsu gestoßen. Ich glaube, DJ Ron. Hä, war MacPom nicht Escape? Ja, als Rapper, aber als Rapperin. Ach so, Rapperin. Da haben wir lange gegraben. Ich habe auch alte Quellen angezapft, die auch alle nicht weiter wussten. Ich weiß nicht, wo du. Ich glaube, DJ Ron hatte mir dann irgendwann geschrieben und sagt, von ihm einem Freund hat ihm gerade irgendwie einen Account geschickt von einer Künstlerin aus Rostock und dann habe ich die gecheckt und habe die angeschrieben und die hatte sofort Bock und dann, ja, der Rest ging dann relativ unkompliziert. War von Anfang an für euch klar, dass ihr dieses binäre Konzept mit ein Rapper, Rapperin pro Bundesland, dass ihr das durchzieht und dann eben auch auf dem Cover widerspiegelt? Oder kam das erst im Prozess, dass ihr auch 2 verschiedene Coverversionen macht? Das war irgendwann, also ich gehe 4, 5 Mal die Woche halt morgens so meine 60 bis 90 Minuten laufen. Und ich glaube, die Idee ist mir morgens irgendwie beim Laufen gekommen, dass ich dachte, ey, das wäre doch cool. Wir sind jetzt quasi eine Grafikerin, ein Fotograf. Eine Stiefmutter. Genau, richtig. Eine Stepmom, richtig. Mutti ist auch da. Dann haben wir ein Vorwort, eins von dir, eins von Spectre. Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, vielleicht wäre es sogar cool, wenn wir bei einer 2000er Auflage einfach 1000 Bücher nehmen mit einem Rapper drauf und die anderen 1000 mit einer Rapperin. Ich finde es großartig. Ja, auf jeden Fall. Und dann wurde, also Heliocopter
obviously, weil Namensgeber so ein bisschen, was er sicherlich auch freigegeben hat, dass ihr das so nennen dürft. Und wie habt ihr euch dann für Hannah Noir entschieden? Ich glaube, da ging es weniger um Relevanz oder um Reichweite oder um irgendwas, sondern einfach, da hat der Fotograf aus mir halt gesprochen. So, das Bild war einfach, das war exemplarisch. Und wenn man sich dieses Bild anguckt, das ist einfach ein Cover, fertig. So, ich finde, wenn ich so ein Buch halt in der Buchhandlung sehe und ich sehe dieses Cover, dann habe ich zumindest Bock, auf jeden Fall mal reinzugucken. Aber ich sag noch dazu, Olaf, deine Bilder sind ja alle so toll. Ich habe zwischendurch ja eigentlich alle Artists mal auf dem Cover ausprobiert, weil ich Bock hatte. Und man hätte jeden Artist aufs Cover machen können. Was ja weil übrigens auch Bilder die Idee ist. Also wenn die erste Auflage verkauft wird und wir eine zweite Auflage machen, dann wechseln auch die Cover wieder. Dann kommt quasi ein anderer Rapper und eine andere Rapperin vorne rauf. Gute Idee. Und so kurbelt man die Verkäufer an. Leute, kauft das Buch. Kauft das Buch. Limitiert, wird nie mehr gedruckt. Gibt es denn was euch im Prozess am meisten überrascht habt, als ihr mit den KünstlerInnen Kontakt hattet oder du, Olaf, sie dann auch getroffen hast vor Ort? Lila Sophia hat mich sehr, sehr überrascht. Also positiv. So, ansonsten gab es so viele schöne Momente. Zum Beispiel Heliokopter. Also der Plan war eigentlich, wir treffen uns um 14 Uhr, trinken Kaffee, 15 Uhr Bilder machen bis 16 Uhr, 11 Fragen beantworten, die damals in meinem Kopf noch 10 Fragen waren. Und dann halt um 17 oder 18 Uhr wieder Abfahrt. Und dann ist es irgendwie anders gekommen. Wir haben, glaube ich, bis 16 Uhr geredet, sind dann rausgegangen, haben die ersten paar Bilder gemacht. Dann hieß es, hier um die Ecke ist noch ein Basketballturnier. Helio meinte, der Bruder legt auf. Und die ganze Familie war da, also alle Neffen, alle Nichten, Onkels, Tanten. Da habe ich quasi noch die ganze Familie kennengelernt. Und dann sind wir noch was essen gewesen mit einem guten Freund von Tusho Beats, also dem Bruder von Helio, ihm und dann halt dem Freund zusammen. Und bis ich dann abgefahren bin, war es, glaube ich, 22 Uhr oder so. Mit Gianni Suave auch in Frankfurt. Also wir haben uns morgens um 9 bei ihm direkt vor der Haustür getroffen, sind frühstücken gewesen, sind dann den kompletten Weg bis ins Bahnhofsviertel zu Fuß gelaufen, sind nochmal bei Freunden gewesen, die halt ein Klamottengeschäft hatten, haben da noch ein paar Bilder gemacht, sind dann in die Bahn gestiegen, sind zu seinem Barbier nach Offenbach gefahren und haben, glaube ich, weiß nicht, 7 oder 8 Stunden zusammen verbracht. OG Lou habe ich in Frankfurt an der Uni abgeholt, im Sportcampus. Dann haben wir kurzerhand mal den Hörsaal geentert, haben da halt ein paar Bilder gemacht und sind dann auch ins Bahnhofsviertel gefahren, haben da noch Fotos gemacht, vor der EZB noch Fotos gemacht und Presslufthanna war auch sensationell. Ich bin in Bremen angekommen, es war wirklich richtiges Scheißwetter und wir haben uns bei ihr im Studio getroffen, haben dann erst im Studio ein paar Bilder gemacht. Und dann meinte sie, komm, wir fahren mal ins Viertel. Und ich, was ist das Viertel? Und dann sagt sie, ja, das ist so wie Berlin halt in den 90ern. Also überall Graffitis, die Häuser sehen so ein bisschen rougher aus. Und dann sind wir zu ihrem Freund in die WG. Und dann sind wir rein in die WG und auf einmal gucke ich in die Küche rein und sehe so eine Metallleiter. Und ich sage, wo geht's denn hin? Ja, aufs Dach. Und ihr habt einen Dachzugang? Komm, lass uns aufs Dach gehen. Dann sind wir aufs Dach oben. Dann hat der Mitbewohner von ihrem Freund halt gemeint, wir haben noch Bengalos da und ich hoffe grün und ich verstehe die Frage nicht. Dann haben wir quasi oben bei diesem Dreckswetter auf dem Dach halt dieses grüne Bengalo gezündet und das sind so geile Bilder geworden auf jeden Fall. Und dann bin ich mit Hannah abschließend in eine Kneipe, in so eine richtige Bremer Kneipe und musste dann irgendwie nach dem 3. Bier und nach dem 2. Naschi irgendwie sagen, ich muss erst mal irgendwie die Notbremse ziehen, ansonsten muss ich mir ein Hotelzimmer nehmen. Also und wie gesagt, so wenn man dann halt irgendwie den ganzen Tag zusammen verbringt, irgendwie, dann redet man nicht nur über das Wetter, sondern so, also ich gebe dann halt so Sachen über mich halt preis, persönliche Sachen. Die Artists geben also Sachen, die halt weit unter der Oberfläche halt irgendwie sind. Und ich fand das wirklich sehr, sehr schön und habe das auch sehr, sehr wertgeschätzt, irgendwie, dass die Leute mir so vertraut haben, dass sie quasi über Sachen geredet haben, über die man, glaube ich, nicht bei jedem Shooting einfach so mit dem Fotografen redet. Hast du ein Lieblingsfoto? Habe ich ein Lieblingsfoto? Also schon, also Presslufthanna schon auf dem Dach. Das ist auch mein Lieblingsfoto. Dann, nee, aber stimmt, mein Lieblingsfoto ist Gianni Suave. Und zwar dieses, wo er auf diesem Stromkasten hockt und im Hintergrund dieses Skyline von Frankfurt. Ich habe dieses Bild in meinem Kopf bestimmt schon 10 Jahre gehabt. Und habe mir immer mal gewünscht, irgendjemand zu fotografieren mit diesen Wolkenkratzern im Hintergrund. Und dann weiß ich noch, dann sind wir gelaufen. Und dann meinte er auf einmal, guck mal, hier links war früher ein Club und da hat Sven Feth und so aufgelegt und dann haben sie den Club zugemacht, weil irgendjemand da ums Leben gekommen ist und dann nehmen wir halt einen Stromkasten und den hätte ich sonst gar nicht gesehen. Nur weil wir stehen geblieben sind, habe ich gesagt,
ey, kannst du dich mal auf den Stromkasten raufhocken? Und dann bin ich so leicht von unten, hatte dann diese Skyline im Hintergrund und habe dann abgedrückt und dachte so, oh Gott, Dankeschön. Also die beiden auf jeden Fall. Wie ist für dich, Henny? Hast du Ja, Lieblingsfotos es hat schon entwickelt? Die ganze Zeit gerattert gerade. Da gibt es so viele geile Bilder. Ich finde es auf jeden Fall total abgefahren. Ich war bei einem Fotoshooting mit dabei und das war das von Zora. Zu sehen, wie Olaf so Kulissen sieht, also Stadtkulissen und einfach sich das vorstellen kann, wie das auf einem Bild aussieht und die Leute platziert und das dann auch genauso cool aussieht, wie er das wahrscheinlich vorher schon im Kopf hatte. Das war schon faszinierend zu beobachten. Und es gibt, ja, ich finde zum Beispiel das Mimi-Foto, wie sie auf dem Autodach sitzt. Das finde ich geil, weil die Straße dahinter erinnert mich so ein bisschen an Bremen. Ich habe auch mal in Bremen gelebt, nämlich lange, mit diesen kleinen Häusern und dann diese bunten Farben von ihren Klamotten. Hat auch so einen geilen Blick drauf. Oder das Hannah Noir-Bild, wie sie vor dieser Bahnbrücke steht. Das finde ich auch total toll. Was so ein New York-Vibe hat, ne? Weil das Licht auch so Ja, ja. geil ist und das Blau, das passt irgendwie total gut. Aber ja, ich könnte mich schwer entscheiden. Ich glaube, um das Bild musst du sogar kämpfen bei ihr. Ja, ich weiß, Hm. ich erinnere mich. Weil dann meinte sie, ey, können wir das, findest du nicht, das ist ein bisschen komisch? Habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das ist wirklich, das ist ein Money-Shot auf jeden Fall. Das Ding muss im Buch bleiben. Ja. Und dann hat sie aber, also es gab keine große Diskussion, sie hat dann gleich gesagt, ja, okay, dann, wenn du das findest oder wenn ihr das findet. Ich glaube, ich habe noch für dich mit argumentiert, habe gesagt, Henny hat auch gesagt, das Ja, Ding das muss mit muss drin bleiben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rohling, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print on Demand. Shopper öffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Wie wichtig war es denn, die KünstlerInnen in ihrer Hood zu besuchen für die Geschichte, die ihr auch erzählen wolltet? Und die Herausforderung ist ja auch, nicht alle wohnen ja da, wo sie herkommen. Mhm. Wie hast du das gelöst in der Organisation? Und da hättest du ja auch sagen können, ey, okay, weiß nicht, bleiben wir bei Escape, weil wir es eben gesagt haben, der wohnt jetzt in Berlin, ihr fahrt jetzt nicht nach MacPom hoch, sondern ihr macht es jetzt hier in seiner neuen Hood. Das war verschieden. Also im Beispiel von Escape haben wir uns darauf geeinigt, dass wir halt nach MacPom fahren. Und das war wirklich, das war so ein emotionales Shooting. Weil wir sind nach Nezca gefahren, da wo er quasi von seinen Großeltern aufgezogen wurden, die beide nicht mehr leben. Und sind dann halt in dieses Dorf reingefahren. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, ich sage, Dicker, wo müssen wir hier hin? Und dann hat er gesagt, fahren wir geradeaus. Und dann, ach nee, wir müssen doch nochmal um. Also er war komplett überwältigt, so, weil er, glaube ich, auch schon seit einigen Jahren nicht mehr da gewesen ist. Dann waren wir zusammen auf dem Friedhof, sind so einige Spots abgelaufen, so in dem Dorf. Und ja, er hat auch sehr, sehr viele Sachen aus seiner Kindheit und Jugend irgendwie erzählt und wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich glaube auch, ich habe diese Stimmung auch so in 1, 2 Bildern festgehalten. Es gibt dieses eine Bild, wo er quasi vor diesem Sperrmüll? Nee, vor diesem Block steht. Und dann, genau, wo die Wäsche halt so weht stimmt, und er davor steht, genau. Oder auch dieses Bild, wo er die Kapuze auf dem Kopf hat, dann so diese Kordel zusammengezogen und dann mit diesem Getreide und dann, wo er so richtig verlassen, verloren und lost irgendwie dasteht. Und dann gab es auch andere Sachen wie Lila Sophia, die ja eigentlich aus Leipzig kommt, aber jetzt in Hamburg wohnt. Und dann hat man quasi die Künstlerin gefragt oder den Künstler und hat gesagt, bist du ab und zu noch mal in der Heimat oder bist du jetzt nur noch da? Bei Lila Sophia hatten wir die Wahl gehabt. Also sie ist, glaube ich, 2, 3 Mal die Woche in Leipzig und den Rest halt in Hamburg. Und haben uns dann aber entschieden, halt das in Hamburg zu machen. Ich glaube, das war terminlich irgendwie besser. Das heißt, du würdest schon sagen, dass das essentiell war, außer jetzt... Definitiv. Weil es ist ja auch ein Look von einer Stadt, den man irgendwie mitnimmt, oder? Naja, und vor allen Dingen, wir hätten ja auch warten können, bis die Künstler und Künstlerinnen halt nach Berlin kommen. Aber ich finde, das hätte dem ganzen Buch diesen Charme genommen. Und wenn man ehrlich ist, so, also man fühlt sich ja schon am wohlsten da, wo man halt irgendwie jede Straße kennt. Und ich habe es dann auch mal den Künstlern überlassen, weil die haben dann immer gefragt,
was soll ich anziehen, wo wollen wir die Bilder machen? Und da habe ich gesagt, das Konzept vom Buch ist, es gibt kein Konzept. Das heißt, du kannst dir gerne ein paar Spots aussuchen, ansonsten machen wir die Bilder einfach on the run. Wir treffen uns irgendwo, laufen einfach los und schauen halt, was die Umgebung hergibt und machen dann halt Bilder. Ich habe übrigens auch den Künstlern vorher die Fragen nicht zukommen lassen, obwohl ganz viele gefragt haben, weil ich halt wollte, dass die Leute halt aus dem Bauch antworten und nicht zu viel nachdenken und sich irgendwelche Antworten halt zurechtlegen, sondern dass es quasi aus dem Moment herauskommt. Und wie ging es dann konkret weiter in der Planung, Henny? Olaf hat dir dann die Fotos geliefert und dann hast du übernommen und hast was damit gemacht? Ja, dann Der hat gezaubert. habe ich Magie. übernommen. Dann wurden die Interviews transkribiert. Das habe ich am Anfang noch persönlich gemacht, bis es mich abgefuckt hat. Und dann habe ich so eine Software benutzt. Danke dafür, AI. Dann habe ich die Interviews gekürzt und Fotos ausgewählt und die in unser Layout reingehauen. Ja, ich habe gerade nach einem professionellen Begriff gesucht. Mir ist keiner eingefallen. Und das habt ihr dann den KünstlerInnen geschickt oder habt ihr die Fotos einfach nur freigeben lassen und nicht jetzt im kompletten Layout-Design? Nee, wir haben schon dann das fertige Layout geschickt, genau. Und dann gab es auch mal Knatsch? Knatsch würde ich jetzt nicht nennen, aber es gab schon auch Diskussionen oder so ein kleines Hin und Her. Worüber? Fotoauswahl? Manchmal über die Illustrationen. Meine Frau hat mich nicht erkannt oder meine Augenbraue ist ein Stück zu lang oder zu kurz. Also es gab schon so Sachen und wie gesagt, wenn man das mit einem Artist hat, dann ist es okay, aber wenn man das mit 38 hat, so dann, ja, also da sind wir dann schon, glaube ich, zum ersten Mal irgendwie so an unsere Grenzen gestoßen, so. Dass man dann manchmal auch irgendwie eine Sache erstmal 2 Tage liegen lassen musste, bevor man sich dann nochmal ransetzt und ja, aber wir haben es geschafft. Ja, und es gab ja auch vorher noch dieses überhaupt das Konzept vom Buch. Wie stelle ich das da also wie bringe ich da noch so eine Linie rein, die es irgendwie auch interessant macht, mit den Eröffnungszeiten zu den Bundesländern, Rap-Facts recherchieren für jedes Bundesland, die Illus machen, genau. Und also da gehört ja sehr viel mehr zu, als nur Bilder aussuchen und die dann mit dem Text zu arrangieren. Also da hat schon echt viel Arbeit drin gesteckt in dieser Definitiv, in ja. Buch. Jetzt mal über den Daumen. Wie viele Stunden in der Woche habt ihr mit dem Buch verbracht? Ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Das ist, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel OG Lou oder Gianni Suave oder auch Mimi, die ich in Frankfurt fotografiert habe, die ließen sich leider nicht alle an einem Tag terminieren. Das heißt, also ich bin dann wirklich 3-mal nach Frankfurt gefahren. Und dann fährst du halt auch nicht morgens hin, sondern du fährst halt einen Abend vorher hin, nimmst ein Hotelzimmer, triffst dich entweder noch mit Freunden in Frankfurt oder gehst abends was essen und triffst dich dann am nächsten Tag mit den Künstlern, machst die Bilder und fährst dann halt wieder zurück. Oder manchmal war es dann auch so, dass der Termin dann erst um 14 oder 15 Uhr war. Und dann, wie gesagt, wenn du so 5-6 Stunden mit den Künstlern unterwegs bist, dann bist du halt noch einen Tag länger in Frankfurt geblieben. Und ich glaube, wenn man das alles, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es gab sicherlich auch mal Wochen, so wenn man Urlaub hatte, ja, obwohl selbst da habe ich irgendwas gemacht fürs Buch. Also, du hast immer was ja, gemacht. Also, Es waren schon jede Woche, war immer Untergrund Platin mit am Start für ein Jahr lang. Also es war schon ich habe mich ja im Mai dann auch irgendwie eine Woche rausgenommen und bin nach Hiddensee gefahren. Abseits von allen Leuten so, kommst nur mit einer Fähre dahin, es gibt keine Autos, der Handyempfang ist auch beschissen. Also das heißt, man hat wenig Ablenkung und habe da quasi in einer Ferienwohnung halt, glaube ich, 7 Tage lang alle Bilder final bearbeitet. So, und das war dann wirklich schon jeden Tag so das gleiche Prozedere. Irgendwie morgens aufgestanden, eine Runde laufen gewesen, frühstücken und dann wirklich 7-8 Stunden am Stück halt Bilder bearbeitet. Zwischendurch mal ganz kurz an die frische Luft so ein bisschen durchlüften lassen und dann ging es halt weiter. Also es war schon, also an vielen Stellen habe ich das Ding wirklich brutal unterschätzt, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch sehr naiv an diese Sache rangegangen. Deswegen, ich wollte mich fragen, ihr habt ja auch andere Jobs und ein Privatleben und Olaf, du auch einen Sohn, der natürlich auch Zeit möchte.
Wie geht das? Wie findet man da die Balance und auch den Glauben, weiter dieses Projekt zu machen und auch in einem Tempo, dass man jetzt nicht sagt, ja, kommst halt erst irgendwie in 2 Jahren, ist auch real, wartet ja irgendwie keiner drauf, ne? Sondern dass man sagt, nee, dieses Jahr Weihnachten, es muss kommen, wir müssen fertig werden. Boah, das war manchmal schon ein ganz schöner Struggle irgendwie. Also gerade so, was meinen Sohn betrifft, Elias, dass man schon sehr oft so in diesem Konflikt, in diesem inneren Konflikt war zwischen rausgehen und die Welt retten und irgendwie seinen Weg gehen als Fotograf und ja, sich eine gewisse Legacy irgendwie aufbauen und dann aber auch seiner Verantwortung als Vater gerecht werden. Und ja, da hat man dann schon manchmal nachts irgendwie in irgendeinem Hotelzimmer wachgelegen und Löcher in die Decke gestarrt und sich gefragt, ob das alles richtig ist, was man hier macht und ob es nicht vielleicht vernünftiger wäre, jetzt zu Hause halt irgendwie mit seinem Sohn zusammen einen Film zu gucken oder mit ihm irgendwie Tischtennis zu spielen oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen halt zu machen. Und also das war schon hart so, aber ich habe dann immer wieder gesagt, ey, ich habe jetzt angefangen damit und ich muss das einfach jetzt irgendwie zu Ende machen und ja, habe so im Rahmen so meiner Möglichkeiten halt so dann auch mit Elias halt viel geredet darüber und habe ihn halt gefragt, wie er es findet, habe ihm dann zwischendurch auch Bilder gezeigt so und ja, er fand's krass, hat immer gesagt, krass Papa, dass du das machst, krass. Und ja, ich glaube, das hat mir so ein bisschen dann halt so ein bisschen geholfen und ja, aber das Privatleben hat schon sehr, sehr hart darunter gelitten. So, man hat halt Freunde weniger gesehen, war halt weniger zu Hause und ich liebe es ja eigentlich so auf Reisen zu sein, aber nachher zum Schluss ist es mir wirklich auf den Sack gegangen, so dass man halt wirklich. Du hast ja auch kranke Touren gefahren. Ja, ja. Also wirklich so, weiß nicht, über Nacht irgendwo nach Karlsruhe und dann gefühlt, weiß ich nicht, am gleichen Abend noch zurück oder so. Also das Hip-Hop-Mobil war wirklich unterwegs. Das war wirklich unterwegs, ja, ja, auf jeden Fall. Wie war es bei dir, Henny, mit Ja, den bei anderen mir war es Jobs? andersrum. Ich war eigentlich nur zu Hause, Stimmt. weil ich vor meinem Rechner saß und das alles koordinieren Henny durfte nicht aus dem musste. Stall, oder was? Ich durfte nicht aus dem Stall, genau. Also ich habe es durchgezogen, aber es war so hart. Ich habe halt einfach einen normalen 40-Stunden-Job, beziehungsweise ja, ich bin selbstständig, kann das ja selber entscheiden. Aber dieses Jahr war so viel Arbeit und ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Und das war manchmal schon Zähne zusammen und durch jetzt, aber ist auch okay. Also ich meine, das ist ein schönes Projekt. Das war von Anfang an klar, dass ich das machen will und dass ich freie Hand habe in den grafischen Sachen. So, und das hat sich ja auch bestätigt und deshalb war das auch wert. Also der Hustle war zwar real, aber wir haben es ja auch hingekriegt. So im Großen und Ganzen war es ein sehr schönes Projekt. Ja. Welcher Gedanke hat euch dann immer wieder getragen? Also was war so die intrinsische Motivation, nicht aufzugeben, also ne, und weiterzumachen? Dieses Buch irgendwann in den Händen zu halten, so. Also bei mir war es irgendwie so, dass ich. Und vor allen Dingen, wir hatten dann so, keine Ahnung, als die ersten. Boah, ich glaube, ich habe das irgendwo schon mal erzählt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geheult, irgendwie wie in diesem Jahr. So. Ich war, keine Ahnung, wirklich so, manchmal so am Ende irgendwie und dachte so, Alter, wofür rackerst du dir hier den Arsch so ab? Und aber so als die ersten so harten Selbstzweifel kamen, irgendwie, ob man jetzt wirklich auf dem richtigen Weg ist, war schon über die Hälfte der Shootings waren halt schon weg. Und ich bin, glaube ich, so alleine, also von meinem Naturell her bin ich halt so, dass ich sehr, sehr schwer aufgeben kann. So. Und wenn ich eine Sache angefangen habe, dann bringe ich die auch zu Ende. Und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Voll. Und wie gesagt, wenn dann halt so richtige Abfucks so waren, dann habe ich Henny angerufen, kurz mal Dampf abgelassen. Check. Genau. Und dann ging's wieder. Und dann ging's wieder, genau. Oder umgekehrt gab es ja auch so ein, zwei Sachen bei dir, dass du dann kurz mal Dampf ablassen musstest. Worauf muss man bei so einem Projekt achten, dass man sich nicht selber verliert? Erstmal, dass man die richtigen Leute an seiner Seite hat, so mit denen man dieses Projekt macht. Dann ist, glaube ich, privat auch so, dass man, keine Ahnung, den richtigen Partner, Partnerin, die richtigen Freunde wahrscheinlich hat irgendwie, die dann auch irgendwie so an der einen oder anderen Stelle auf dich einreden und sagen, ey, mach weiter auf jeden Fall, du bist auf einem guten Weg. Und dass man wahrscheinlich im Vorfeld so eine klare Vision irgendwie davon hat, wo man im Endeffekt dann hin will mit dem Buch. So. Also ich glaube, so diese Grundidee, die stand ja schon und dann haben wir
quasi nochmal so an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen nachjustiert, aber dieses Grundgerüst stand irgendwie und ich weiß gar nicht, ob es sonst noch irgendwas gibt, dass man sich da nicht verliert. Das stand bei mir gar nicht zur Debatte und auch das Aufgeben war überhaupt gar nie Thema in meinem Kopf. Also das war von Anfang an, das ist die Idee, willst du das machen? Und dann habe ich mich dazu entschieden, das zu machen. Und darüber wurde dann auch nicht nachgedacht. Ich glaube, man muss einfach eine gewisse Coolness an den Tag legen und ein bisschen Gleichmut immer mitbringen. Das ist so meine Devise. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, lass dir nicht Energie saugen von Leuten, die da jetzt Bock drauf haben, einen zu ärgern oder keine Ahnung, nicht mitzuspielen, wie man sich das vorher gedacht hat. Und dann läuft die Sache schon. Was hat euer Umfeld konkret gemacht, um euch da zu unterstützen? Freunde, Familie, Partner? Also Da sein. ja, genau, da sein. Gutes Feedback geben, so auf jeden Fall. Also jetzt nicht irgendwie so nach dem Schnabel reden und so alles irgendwie abfeiern, was man macht, sondern auch mal sagen, meinst du das jetzt cool so? Oder versuch doch mal einen Schritt zurückzugehen und das Ganze mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. So. Und ich glaube, bei mir war halt wichtig, dieser Ausgleich, dass ich halt wirklich wieder angefangen habe, so viel morgens zu laufen, dann halt so ein bisschen Sport zu Hause zu machen, irgendwie, dass man so einen Ausgleich dazu hat. Und bei mir ist es, glaube ich, auch so, bevor ich überhaupt Geld verdient habe mit der Fotografie, war das für mich immer wie so ein Ventil irgendwie. Also wenn mir die ganze Welt irgendwie über den Kopf gewachsen ist oder mir alles zu viel geworden ist, habe ich mir die Kamera gegriffen, bin rausgegangen, habe Bilder gemacht. Und manchmal sogar bin ich dann in so einen Tunnel irgendwie reingekommen, dass ich so nach 3-4 Stunden vergessen hatte, wo mein Auto steht. Was in Berlin halt schon ein bisschen blöde ist manchmal. Und von daher, das war halt jetzt bei dem Buch auch wieder so. Also egal wie beschissen ich gerade irgendwelche Sachen fand oder wie zu viel mir alles geworden ist, sobald das Objektiv vorne dran war, die Speicherkarte drin, der Akku voll und die Kamera an war ich fokussiert, war in the zone und habe halt einfach das gemacht, was ich liebe halt, habe Bilder gemacht. So, natürlich war, genau, also Entschuldigung, natürlich war dann auch wichtig so, wenn ich dann die fertigen Bilder abgeliefert habe bei Handy und dann halt immer so, ey, die sind wieder so schön geworden und so, das war natürlich dann auch immer so, dass man gedacht hat, geil, wir sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Ich bin ein guter Motivator. Ja. Motivatorin. Auch das Gefühl. Motivatorin. Man muss mit Handy arbeiten, die bringt den Gleichmut rein. Genau. Das ist eine gute Energie. Ich wurde dafür mal gelobt von irgendjemandem, ich weiß nicht, ob es ein Kollege war oder mein Chef damals. Oder von mir. Hat schon gemeint, er hat das Wort Gleichmut benutzt und ich wusste damals nicht, was das bedeutet, aber jetzt weiß ich das stimmt schon. Ich lasse mich einfach nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ja. Das ist schön. Freut mich für dich. Ja, gute Eigenschaft. Das ist eine gute Eigenschaft. Können sich alle, inklusive mir, eine Scheibe von abschneiden, auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ihr habt euch ja, goes without saying, viel mit Up-and-Coming Artists, aber auch Leuten, die schon länger im Untergrund sind, so wie Plusmacher oder so, beschäftigt. Welche Rolle spielt denn nach wie vor für die KünstlerInnen die künstlerische Freiheit? Wie wichtig ist das? Also ich glaube, gerade im Untergrund ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute sich halt ungern irgendwie reinreden lassen in ihre Kunst. Ja, und auch gerne anderen Leuten in ihre Kunst reinreden. Ja. Wie meinst du das? Ja, ich erinnere mich so an einige Momente, wo ich dachte, Schuster, bleib bei deinen Leisten, kümmere dich um deine Musik. Wenn man Leuten das Layout schickt zur Freigabe und einfach die raushauen, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich habe einmal gehört, es sieht aus wie ein Kinderbuch. Ich glaube, da ging es um die Kleinteiligkeit der Seite, wo das Interview ja auch noch stattfinden musste. Ich fast vergessen, genau. So solche Kommentare, so viel zum Thema künstlerische Freiheit. Da sollte man schon jedem seinen Raum geben. Aber ja, ich finde, manche Leute haben ihre Rolle übertrieben. Und das fand ich frech, weil das ist ein Buch, womit man den Artists ihre Plattform gibt. Ich will jetzt keinen Lob dafür, so danke dafür. Aber ich fühlte mich auf der anderen Seite von 1-2 Leuten in der Hinsicht überhaupt nicht respektiert und das war schon ein bisschen schmerzhaft, fand ich. Ging dir vielleicht auch so. Was habt ihr da gekontert? Oder was war die Antwort dann zu so einer Kritik? Ja, das hat Olaf Gott sei Dank übernommen. Das hat Olaf dann gemacht? Ja, ich hatte ja keinen wenig direkten Kontakt, deshalb habe ich das nicht so mitbekommen.
Also ich bin da nicht auf Konfrontation gegangen, sondern ich habe dann versucht, irgendwie so einen Mittelweg zu finden. Und dass man quasi sich irgendwie im Idealfall halt auf der Hälfte der Strecke getroffen hat. Also es gab zum Beispiel, gab es eine Situation, dass einer der Artists halt gesagt hat, ja, dass von 5 Bildern irgendwie 3 ausgetauscht werden sollten, weil ihm seine Mimik halt nicht gefallen hat. Und das Witzige daran ist halt, dass der oder diejenige halt eine Maske auf hatte. Also man hat gar nichts gesehen von der Mimik. So, und das Jetzt waren müssen wir dann so gucken, Sachen, wer im Buch alles eine Maske auf hat. ist egal, genau so. Und da gibt es einige. Also und das war dann so, ja klar, 3. ja. Einige. Das klang jetzt wie 10. Achso, okay, 3. aber 3 sind schon auch Ja, das sind einige, oder? nicht nur Ja, eine Person. genau. Wir hatten ja vorhin, weil Henny es auch gerade angesprochen hat, mit dem Layout, dass da ja auch noch die Fragen hinpassen mussten. Habt ihr denn in den Fragen, die euch ja sehr berührt haben, mehr Gemeinsamkeiten gefunden oder mehr Unterschiede? Wenn sie ja alle die gleichen 11 Fragen Das bekommen kommt wahrscheinlich echt auf den Blick drauf an und wie man es liest. Ich glaube, in dem einen Moment fällt einem wahrscheinlich eher das eine auf und in dem anderen mehr das andere. Ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin, die dazu sagte, dass es ja überhaupt auch gar nicht schlimm ist oder dass es manchmal so als kritisch empfunden wird, wenn Leute verschieden sind. Man neigt natürlich schon eher dazu, Leute zu suchen, die auf einer Welle sind. Deshalb, glaube ich, habe ich in dem Buch eher nach Gemeinsamkeiten gesucht. Aber ich finde es natürlich auch total schön, wenn man die Unterschiede feiert, weil die natürlich genauso wichtig sind. Hat sich, glaube ich, die Waage gehalten. Gibt es da so eine Frage, wo die Antworten am unterschiedlichsten waren? Ja. Welchen Song hast du als letztes gehört? Das war von bis, oder? Ja, da Waren da auch kam Guilty überhaupt Pleasures gar nichts, dabei? Ich habe es jetzt überhaupt noch nicht nichts. alles durchgelesen. Also und wo alle Antworten gleich waren, war es, wie ist deine tägliche Handy-Screen-Zeit? Ja, Ja. das war ähnlich. Das Ja, das stimmt. war ähnlich hoch bei den meisten, genau. Aber so, ich finde schon, dass, also gemeinsam ist auf jeden Fall die Liebe zum Hip-Hop. So. Auf die eine oder andere. Also jeder definiert es ja für sich auch anders, was vollkommen okay ist. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als diese Hip-Hop-Polizei, die mir jedem erzählen will, das ist Hip-Hop und genauso hat der zu sein und du bist Hip-Hop und du bist nicht Hip-Hop, sollen alle ihren Mund halten. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und gerade ich, der halt wirklich Kontakt hatte zu den Künstlern. Also es ist jetzt nicht wie ein Telefoninterview, sondern die saßen mir gegenüber vor der Kamera und man hat schon gemerkt, dass es wirklich eine ehrliche Liebe ist. Also nicht irgendwie, dann hat man halt was Gemeinsames, sind so diese Struggles, ob die jetzt mental sind oder halt Geldnöte oder wie auch immer. Und halt auch zum Teil die Verhältnisse, aus denen die Künstler und Künstlerinnen kommen, so, und dass die meisten halt ihre Musik halt benutzen, um sich selber Gehör zu verschaffen und als Selbsttherapie halt. Und um ihre Sachen aufzuarbeiten, die ihnen halt widerfahren sind in ihrem Leben. Das war bei ganz vielen gemeinsam auf jeden Fall. Wir haben ja viel von Herausforderungen schon gesprochen. Was waren denn aber die schönsten Momente oder der eine schönste Moment während des Buches, während ihr das hergestellt habt? Lassen Also wir. ein schöner Moment war auf jeden Fall, weil das war so lange Vorbereitungszeit und Arbeit, die da drin gesteckt hat, dass man gegen Ende war man einfach durch und man war teilweise verunsichert durch die Kommunikation mit der Druckerei oder so und auch in Gesprächen. Man war einfach, hat man zwischendurch manchmal die Lust verloren. Aber als die Bücher angekommen sind, und da vor dem Moment hatte ich auch richtig Respekt, Nicht nur du. und Olaf mich angerufen hat und so happy war, als er die Bücher ausgepackt hat und die Bücher so waren, wie sie sind. Ich glaube, das war auf jeden Fall einer der schönsten Momente, weil dann so der ganze Druck ist abgefallen. Ja. Und auch, weil ich gucke die ganze Zeit auf das Cover von Heliocopter, das da liegt. Mit dem habe ich durch das Buch einfach Kontakt gehabt die letzten Wochen. Und das war ein schöner Kontakt. Also es hat immer Spaß gemacht. Der ist so ein krasser Supporter. Und 100%ig, ja. ja, man ist sich irgendwie so nahe gekommen durchs Schreiben, obwohl das jetzt nicht viel war oder so. Aber
das hat mir schon irgendwie echt viel bedeutet. Das waren so Momente, die wirklich schön waren an diesem Projekt. Das muss ich auch als Helikopter habe ich zweimal vor der Kamera gehabt. Also einmal für das Shooting fürs Buch und dann nochmal, glaube ich, fast ein Jahr später ähm, also in den Klamotten des einen Sponsors. Bin ich halt nochmal nach Leverkusen gefahren, da wo er halt wohnt. Und dann saßen wir im Auto, also ich habe ihn dann ins Studio gefahren und dann saßen wir im Auto, weil es richtig gepisst hat und haben halt noch geredet, so Mucke gehört irgendwie. Und dann guckt er mich an und sagt zu mir, ey, das ist wirklich so krass. Er sagt, ich wusste genau, dass du durchziehst. Und ich sage, wie kommst du darauf? Und sagt er, als du hier in Köln gesessen hast bei meinem Bruder damals in der Wohnung und wir irgendwie so Kaffee getrunken haben und geredet haben, er sagt, du warst so Feuer und Flamme von dem Ding. Und als ich dann wohl weg war, hat er wohl zu Tuscho, also zu seinem Bruder gesagt, der macht es, der zieht es durch. Und er sagt, und jetzt sitzen wir schon wieder hier und das Buch ist fast fertig. Also das war ein schöner Moment auf jeden Fall, auch so Leute irgendwie zu sehen, die halt an dieses Projekt geglaubt haben. Wahrscheinlich manchmal mehr als wir selber. Tan war auch so jemand, der halt, keine Ahnung, wie oft er angerufen hat. Manchmal täglich irgendwie, manchmal auch zweimal und hat dann einfach gesagt, ey, das ist wirklich so krass, was ihr macht. Und als das Buch jetzt da war, hat er dann irgendwie, ich glaube, heute früh hat er mich schon wieder angerufen und meinte dann, ey, ich habe das Buch auf dem Nachttisch zu liegen gehabt und habe jetzt nochmal durchgeblättert. Und ey, das ist wirklich so krass, was ihr da gemacht habt. Ja. Und das war auf jeden Fall schön so, weißt du. Und auch so im privaten Umfeld. So gab es so viele Menschen irgendwie, die dann halt, die das gesehen haben, so was da drin steckt. Auf jeden Fall an Arbeit und so und an Liebe vor allen Dingen und an Leidenschaft. Dann wird es sicherlich auch wieder Stimmen da draußen geben, die sagen, wir haben das für Geld gemacht, Ja, für sorry, was sollen auch die Schnauze immer. halten, ganz Genau, die ehrlich. sollen ihren Mund halten, Also genau, wirklich. weil, Sollen also kommen. wenn ich Geld verdienen will, dann hätte ich irgendwas anderes gemacht, weißt du? Mhm. Heute ist übrigens an eurem Release-Tag auch der internationale Tag des Vorlesens. Zufall? Ich glaube wohl kaum. Wisst ihr Bescheid, ne? Habe ich auf der Hinfahrt im Radio gehört und dachte, na, das passt ja. Last but not least, ihr habt das Buch ja komplett im Alleingang produziert, ohne Verlag, zwar mit Sponsorings, aber was kostet es denn eigentlich, so ein Buch zu machen und wie habt ihr das jetzt alles querfinanziert? Olaf hat die Rechnung aufgemacht. Boah, ja, auf jeden Fall. Olaf ist Buchhalter hier Also, in dem Fall. Die Accountant. Der Plan war eigentlich ein etwas anderer. Also ich hätte mir gewünscht, dass man irgendeinen Buchverlag für dieses Projekt hätte gewinnen können. Und ich hatte so nach dem zweiten, dritten, vielleicht war es auch nach dem vierten Shooting, hatte ich durch Vitamin B halt 2 Gespräche mit Menschen, die halt in Verlagen gearbeitet haben. Und bei beiden Gesprächen hat sich relativ schnell so herauskristallisiert, dass die Bedingungen, die sie uns halt angeboten haben, einfach unterirdisch waren irgendwie. Also, Was sind denn so Bedingungen? Pack mal auf den Tisch. naja, also ob das jetzt übliche Bedingungen sind, weiß ich nicht. Also erstmal hieß es gibt kein Geld vom Verlag. Okay. Das heißt, wir hätten sowieso alles selbst finanzieren müssen und dann wäre die Aufteilung irgendwie, zumindest in den beiden Gesprächen, 70-30 gewesen. Da habe ich gesagt, ist doch super, 70 für uns, 30 für euch. Nee. 70 für uns, 30 für euch. Ja, Dann habe ich genau. gesagt, okay, aber dann begründet es doch mal. Und dann hieß es irgendwie, wir übernehmen die Druckkosten. Dann habe ich gesagt, okay, welche Druckkosten übernehmt ihr denn? In Deutschland übliche. Dann habe ich gesagt, na gut, zum Glück komme ich vorbereitet hier. Hier ist ein Angebot von der deutschen Druckerei und hier ist eins von der Druckerei in Litauen. Und da war ein Unterschied zwischen fast 20.000 Euro. Da habe ich gesagt, also es macht ja keinen Sinn, euch 70% vom Geld abzugeben. Wenn ich selber mache, spare ich schon mal Geld. Und dann hieß es, ja, okay, wir sorgen dafür, dass die Bücher halt bei Thalia, Hugendubel, bei Dussmann platziert werden. Also, dass die da verfügbar sind. Und dann habe ich gesagt, okay, sind die Bücher verfügbar oder sind sie auch sichtbar? Wenn ich in den Laden reinkomme, ja, das liegt im Ermessen der Läden. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wir haben ja gerade Geld ausgegeben für eine ISBN-Nummer. Damit bin ich überall verfügbar. Und deswegen habe ich dann gesagt, bei beiden Terminen, okay, vielen Dank fürs Gespräch, aber das macht irgendwie keinen Sinn für uns. Und habe dann, wie gesagt, in meinem Freundeskreis halt 2 Sponsoren gefunden. Dann haben wir mit Kanna halt einen Sponsor gefunden, die halt Geld gegeben haben und dann zum Schluss mit Weed.de, dann hatten wir einen sehr guten Freund, liebe Grüße an Achim, der uns halt finanziell noch unter die Arme gegriffen hat und ich habe auch eigenes Geld halt nochmal in die Hand genommen, also ein gewisses finanzielles Risiko und ich glaube, wenn man das jetzt in Zahlen irgendwie ausdrücken würde, ich glaube, wir haben Stand jetzt ohne die Release-Party wahrscheinlich stecken um die 40.000, 45.000 Euro in dem Buch. Ohne eure Arbeitsleistung. Ja, klar, ohne unsere Arbeitsleistung, genau. Wirklich? Ja. Das ist viel. Das ist viel. Ja, so. Und Ja, klar. Ja, wenn man sich wenn man mal überlegt, was da eigentlich alles hintersteckt.
Was steckt denn, also, ne, dass man mal irgendwie es klar macht, so klar, die Druckkosten offensichtlich. Druckkosten, genau. Dann brauchst du die ISBN-Nummer quasi, die kostet um die 350 €. Dann die ganzen Fahrten halt. So. Okay, die wurden jetzt übernommen, aber trotzdem sind es ja Kosten, die halt produziert wurden. Aber die Hotelnächte wurden nicht übernommen, oder? Hotelübernachtung, dann Essen, genau. Dann musste mal eine Speicherkarte gekauft werden, dann musste ein neuer Akku gekauft werden. Also Sachen, die man halt so nebenbei noch. Dann haben wir Sticker machen lassen, dann der Webshop. Die Webseite. Genau, der Online-Shop, genau. Promokram, genau. Dann jetzt die Release-Party für 100 bis 120 Leute, die nächsten Donnerstag dann im Bürgeramt stattfindet. So, und ich habe letztens irgendwie die fiktive Abrechnung der Tankkarte halt bekommen. Und da liegen wir quasi bei fast 10.000 €, die alleine an Spritkosten waren halt. Die jetzt übernommen wurden, aber es sind ja trotzdem Kosten, die halt produziert wurden. Wahnsinn. Und ja, das haben wahrscheinlich die meisten Leute irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Also was es halt an Vorleistungen erfordert, um dann im Endeffekt so ein fertiges Buch halt in den Händen zu halten. Und ja, es gab eine Geschichte, die halt irgendwie, ja, zum Nachgang kann man drüber lachen, aber einer der Künstler aus dem Buch hat dann irgendwann gesagt, ich habe gerade gesehen, dass ihr das Buch verkauft und wir haben noch gar nicht über Geld geredet. Und dann hieß es irgendwie, überweis mal einfach 500 € per PayPal und dann ist es cool für mich. Mein Management sagt, wir haben genug für die Culture gemacht und jetzt ist es langsam mal, dann habe ich bloß gesagt, dann bestell mal dein Management, schöne Grüße, aber habe dann halt diese Rechnung auch aufgemacht, habe gesagt, wir verkaufen das Buch für 40 € pro Buch und bei 2000 Stück ist es ein Umsatz von 80.000 €. Aber da wir das Ding in Deutschland verkaufen, ist die Hälfte des Geldes halt einfach weg fürs Finanzamt so. Und wenn wir jetzt schon über 40.000 € reingesteckt haben, das heißt, wenn wir Glück haben, geht das Ding vielleicht plus minus null oder vielleicht fällt ein kleiner Obolus für uns ab, weißt du, aber so, und dann habe ich ihm halt gesagt, okay, also bringe ich jetzt Geld mit oder gib dir noch Geld, damit wir in unserem Buch Werbung für dich machen. So, und deswegen, also vielleicht haben wir es auch geschafft, dass es halt für Leute von außen halt irgendwie leicht aussah, dieses Buch zu machen, aber das war es auf jeden Fall streckenweise nicht. Der ganze Podcast klingt einfach nach einem Riesenhassel. Ich finde es so schön, dass ihr das so transparent teilt, auch wenn wir jetzt natürlich keine Namen nennen, weil ist auch völlig irrelevant so. Ja. Also wäre es nicht der eine gewesen, wäre es wahrscheinlich der andere so, ne? Wie hast du denn aber die Leute von deinem Projekt überzeugt? Du hast ja gesagt, klar, aus deinem Freundeskreis oder so oder Bekanntenkreis, aber trotzdem muss man ja erstmal Begeisterung schaffen für ein Projekt, weil ich kann jetzt auch sagen, ich will irgendwas haben, da sagen jetzt noch nicht alle meiner Freunde, ja hier, 5.000 €. Guck mal, ich glaube, wir hatten ja zum Anfang des Gespräches heute, hatten wir ja die Frage, ob man erfolgreich werden kann, ohne halt ein Arschloch zu werden. So, und ich glaube einfach, dass das mein Charakter einfach ist, so dass, also ich stelle immer den Menschen über Geld. So, also mir ist eine Freundschaft zu jemand, ist mir halt viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwie mit oder durch denjenigen Geld zu verdienen. Und ich glaube, die Leute merken einfach so, wenn du es ehrlich meinst und wenn du halt gerade durchs Leben läufst oder halt versuchst, gerade durchs Leben zu laufen. Und wenn du dann halt irgendwann an die Öffentlichkeit gehst und sagst, du arbeitest jetzt an einem Mammutprojekt wie diesem Buch halt, ich musste gar nicht so viel machen. Die Leute kamen von ganz alleine und haben halt gesagt, das ist wirklich so schön, was ihr macht und wir verfolgen das jetzt schon eine ganze Zeit und der Account ist schön, die Bilder feiern wir sowieso und wenn du was brauchst, sag Bescheid. Wir haben auf jeden Fall Bock zu helfen. Also in dem Fall mussten wir gar nicht so viel Vorarbeit leisten oder auch so das Spectre, also der ist von sich aus gekommen, hat gesagt, wir haben hier gerade sind hier gerade mit so einem Unternehmen, arbeiten mit denen zusammen und habt ihr nicht Bock darauf, dass die vielleicht noch, und dann habe ich gesagt, na klar, super, geil. Das Sponsoring machen. Ja, genau. Der Satz war nicht. Ja. Jetzt haben wir so viel über euer Buch gesprochen, war ja auch Sinn der Sache. Was bedeutet für euch das Buch ganz persönlich, tief drin? Also ich habe mir damit einen Kindheitstraum erfüllt. So, und wie gesagt, ich habe diesen Traum wirklich seitdem ich 7 oder 8 Jahre alt bin. Und der ist mit mir gewachsen. Und ich habe den irgendwie immer am Leben gehalten und hatte jetzt vor 2 Jahren halt die Gelegenheit und habe das Ding am Hals gegriffen und habe es nicht mehr losgelassen, sondern so, und habe mit dir halt, Henny, wirklich die beste Partnerin in Crime gefunden, um das Ding halt wirklich jetzt so zu machen, wie es da jetzt liegt. Und ich bin einfach nur glücklich, also darüber jetzt, dass wir das geschafft haben. Und ich meine,
im Prinzip haben wir uns damit ein Stück weit unsterblich gemacht, weil egal, was jetzt noch passiert, das Ding kann uns niemand mehr wegnehmen. Also das Buch ist jetzt da, es ist physisch, das fässt sich halt gut an, ist wunderschön geworden und ja. Ich habe es nicht ohne Grund auch die ganze Zeit auf meinem Schoß. Und als du es mir gegeben hast, ja schon ein paar Tage vor VÖ, danke nochmal dafür. Und ja, die Jaron hat es ja auch an dem Abend bekommen. Ich habe es wirklich die ganze Zeit ganz nah an meinem Herzen gehalten, weil ich kann es gar nicht fassen, dass es sowas, dass ich es geschafft habe, also dass ich es geschafft habe, dass es einfach da ist. So, also das bedeutet mir von der Seitenlinie als Freundin und Supporterin einfach so viel für uns, für die Kultur, für unseren irgendwie Kreis und so. Und auch welche KünstlerInnen da vertreten sind. Das ist so ein tolles Projekt. Also von mir nur Support und Liebe. Voll. Weißt du, bei dir, Henny, sind es die gleichen Gründe wie bei Olaf? Auch so ein bisschen diese Unsterblichkeit? Nee, also gehe ich da gar nicht an Sachen ran. Ich finde das aber trotzdem geil, dass mein Name da drauf steht. Am Anfang war das so, als Olaf gefragt hat, ob wir das zusammen machen wollen, da war das Olafs Projekt für mich. Und da war auch so, ja, da steht Olafs Name drauf und meiner steht hinten im Impressum unter gestaltet von. Und Olaf war immer schon von Anfang an so, nee, Henny, da steht dein Name drauf. Und das hat sich für mich unnatürlich angefühlt, aber im Verlauf des Projekts, auch weil ich es unterschätzt habe und dann sehr viel mehr da von mir drin steckt als ursprünglich geplant oder ich hatte das einfach nicht auf dem Schirm, bin ich jetzt umso stolzer, dass mein Name da vorne drauf steht. Und ein Buch zu haben, wo man sich so selbst verwirklichen konnte, das ist natürlich total geil. Und ich muss auch dazu sagen, so als Grafikdesignerin, ich arbeite ja viel mit Fotos und nicht immer mit tollen Fotos. Deshalb, ich wollte ein Projekt, und das war schon immer mein Traum, mit richtig geilen Bildern machen. Ich sag's nochmal, Olaf. Und diesen Traum habe ich mir, oder hat Olaf mir dadurch erfüllt, weil das so einen Spaß gemacht hat, mit hochwertigem Fotomaterial zu arbeiten. Das fühlt sich schon anders an. Danke dafür. Danke dir. Wie geht's jetzt weiter mit Untergrund Platin? Jetzt liegt das Baby ist geboren. Was passiert das jetzt? War's dann. Auf gar keinen Fall. Mach's gut. Hoffentlich ernährt es sich von alleine. Also erstmal haben wir nächste Woche Donnerstag die Release-Party für Künstlerinnen und so diesen engsten Kreis. Dann geht es nochmal für ein paar Tage in Urlaub und dann geht erst richtig los. Genau, also dann Spoiler! Also mein Wunsch oder unser Wunsch ist halt dann noch einen Podcast dran zu hängen. Das wäre so geil. Genau, und dann, cool. Ich meine, wir haben 38 Künstlerinnen, die alle eine Geschichte zu erzählen haben und 38 Folgen, damit könnte man wahrscheinlich schon 1,5 oder 2 Jahre füllen. Dann wäre mein persönlicher Wunsch, vielleicht noch eine limitierte Doppelvinyl rauszubringen mit jeweils einem exklusiven Song von jedem Künstler. Da muss man halt mal gucken, ob das realisierbar ist. Und halt ein kleines Festival wäre halt ein Traum auf jeden Fall. Untergrund Platin Festival, das wäre echt schön. Und man soll ja groß träumen. Es gibt in UK ein Format, das heißt Daily Dubby über Grime Daily. Da steht halt, also die Wand ist zur Hälfte gelb, zur Hälfte schwarz, in der Mitte steht ein Mic und der Künstler performt halt One Take und die Lyrics tauchen links und rechts so als GIFs und Memes und so Comicschrift auf. Und das würde ich schon ganz gerne irgendwie nach Deutschland adaptieren. Nicht genauso, aber halt so ähnlich. Und dass man vielleicht Untergrund Platin irgendwie als Format etabliert. So. Das vielleicht in ein paar Jahren, wenn halt Managements oder A&Rs oder so neue Künstler irgendwie signen, dass halt gesagt wird, ihr müsst da hin, um halt eure Reichweite irgendwie auszubauen. So wie Colors. Ja, genau. Aber halt dann, Colors ist ja halt, ich sage jetzt mal nur, ist ein wunderschönes Format, dass die Künstler halt vor einem farbigen Hintergrund halt performen. Bei uns wäre halt schon so, dass das halt YouTube, Instagram, dass man vielleicht dieses Konzept dieses Buchkonzept in einer ähnlichen Art und Weise vielleicht weiterführt. Vielleicht nicht als Buch, sondern halt auf Instagram als Post oder ja, also die Idee ist noch nicht zu Ende gedacht, aber auf jeden Fall ist der Plan halt, dass man mit dem Buch Minimum noch 1 oder 1,5 Jahre arbeitet. Also wir haben jetzt, glaube ich, nicht 1,5 Jahre Arbeit reingesteckt, um jetzt zu sagen, okay, bitteschön, da habt ihr und jetzt machen wir halt irgendwie weiter. Genau, das sind so die Pläne. Ich fände es richtig schön, wenn daraus ein Podcast würde. Also,
weil die Texte so gekürzt sind, haben wir jetzt schon öfter gesagt, und ich die Interviews kenne und ich oft gedacht habe, dass es schade ist, dass das niemand hören kann, außer ich jetzt in dem Moment. Deshalb würde ich mir wünschen, dass das stattfindet, weil das schon toll ist, zu sehen, wie jeder an Hip-Hop rangekommen ist, wie jeder zu dem Thema steht und auch dieses Konzept mit den gleichen 11 Fragen, ich glaube, das würde gut kommen. Das ist noch nicht auserzählt, ne? Trotz all dem Pain und all der Herausforderungen, würdet ihr das Ganze mit dem Wissen von heute nochmal machen? Vielleicht. Ich bereue nichts. Vielleicht. Okay, aber doch positiv. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, das kam jetzt nicht zu negativ rüber. Ich glaube, wir haben auch viele schöne Sachen erzählt. Aber ich finde so, man sollte auch schon ansprechen, dass es halt auch wirklich hart war und dass es wirklich jetzt kein Spaziergang war, jetzt irgendwie so Händchen halten, irgendwie am Strand und mit einem Cocktail in der Hand, sondern dass das wirklich schon... Nicht so wie sonst. Ja, genau, nicht so wie sonst, genau. So, dass es halt wirklich anstrengend war. Und aktuell würde ich sagen, also jetzt glaube ich im nächsten Jahr erstmal nicht, aber wer weiß, keine Ahnung. Jetzt hängt es natürlich auch davon ab, also der Vorverkauf lief jetzt recht gut. Jetzt ist die Frage, jetzt wo das Buch draußen ist, schaffen wir es, die erste Auflage zu verkaufen? Kommt noch mal eine zweite Auflage? Du bist jetzt schon bei Untergrund Platin 2. Na, wobei bist du denn? Ob wir das Buch, ob wir das nochmal so machen, also ob wir mit dem Wissen von heute den Auftrag angenommen hätten. Ach so. Sozusagen. Ich dachte, ob wir mit dem Wissen von heute einen zweiten Teil machen würden. Du, ihr könnt es both ways verstehen. Okay. Die Frage ist universell. Ja. Also okay, ob wir mit dem Wissen von heute irgendwas anders gemacht hätten, weiß ich nicht. Also ich glaube, in unserer Zusammenarbeit glaube ich nicht. Nee, also denke ich nicht. Im Umgang mit den Artists vielleicht schon, dass man vielleicht mehr Vertragliches vielleicht festgehalten hätte, so, aber aber andersrum gesagt, so, das war ja eigentlich das Konzept, weißt du, dass man halt kurze Wege gehen will, dass es halt kein großartiges Konzept gibt, kein Papierkram irgendwie, den man sich irgendwie durchlesen muss, sondern dass man einfach sagt, hast du Bock drauf? Jo, alles klar, machen wir. So, lass loslaufen, bleib mal hier stehen, setz dich mal dahin, guck mal hier zur Seite, guck mal nach vorne und jetzt gehen wir irgendwo was essen, hier sind die 11 Fragen, schönen Tag noch und also jetzt so, weißt du, also das war das Konzept halt irgendwie und ich glaube, da würde ich auf jeden Fall mit dem Wissen von heute, glaube ich, so ein paar Dinge halt irgendwie festlegen, so die halt dazugehören, die gemacht werden müssen. Genau. Wie DOS 9 so schön sagte, mach nur Handschlagdeals, kein Tamtam mit mir. So habt ihr es einfach bei Untergrund Platin 1 gemacht. Und falls es Untergrund Platin 2 geben wird, kann man ja aus seinen Erfahrungen auch lernen und zehren. Nicht wahr? Genau. Was ist eure Frage an meinen nächsten Gast? Haben wir uns dann überlegt? Ja, ich war die ganze Zeit bei dem Social-Media-Thema, weil wir das auf dem Hinweg in unserem Telefonat hatten. Vielleicht sowas wie, ob man es ohne Social-Media schaffen kann oder... Ich finde, so Social Media ist für jeden immer so ein Hassel, so eine Hassliebe und irgendwie läuft das nicht mehr so, wie sich das viele wünschen würden. Ich weiß nicht genau, wie man daraus jetzt eine Frage formulieren könnte, aber... Genau, glaubst du, man kann ohne Social Media im Hip-Hop erfolgreich sein? Zum Beispiel. Das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Ich glaube, der Hassel daran ist auch, dass keiner den Algorithmus richtig versteht. Ne? Also jeder interpretiert für sich selber und sagt, also du musst morgens um 7 posten, du musst... der Algorithmus ist Money. Naja, auf jeden Fall. Das ist einfach. Ich finde aber auch gute Formate. Ich finde, es ist nicht nur Money. Ja, ich glaube, es ist schon eine Mischform natürlich, ne? Aber du kannst halt nicht mehr nur Fotos ins Orbit posten, so wie wir es auch alle gelernt haben, sondern du musst halt jetzt auf Videoformat und Short Story, bla bla bla. Ich bin ja da auch kein Profi. Aber du musst halt dein eigenes Format irgendwie für dich entwickeln, ne? Was dein Leben kann. Auf jeden Fall was dazu. Habt ihr noch Sachen, die ihr hinzufügen möchtet, worüber wir nicht gesprochen haben? Kauft das Buch untergrundplatin.de. Folgt Hennecki auf Instagram, folgt bart.spencer, folgt Untergrundplatin, folgt Julia, folgt Hip-Hop lebt. Macht ihr hoffentlich schon, wenn ihr den Podcast hört, aber falls nicht, lasst ein Like und ein Follow da bitte. Ja. Und ganz wichtig, seid lieb zueinander. Oh ja, das ist schön gesagt, unterschreibe ich. Passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt und Prost! Prost! Kauft Bücher und keine Waffen. Cheers!
Cheers! Auf Hip-Hop.